Ist Photoshop auch auf dem iPad zum digitalen Malen und Zeichnen geeignet? Das und mehr erfährst du inklusive Zeichenbeispielen in diesem Video, in dem ich die App ausführlich für dich getestet habe. Los geht's nach dem Intro. Zunächst jedoch noch eine wichtige allgemeine Info. Photoshop für das iPad ist wie die Desktop-Vollversion nur kostenpflichtig in einem Abo und mit einem Adobe-Konto erhältlich. Dabei aber in allen Photoshop-Abos. Also am günstigsten kommst du mit einem Foto-Abo für knapp 12 € monatlich. Ansonsten ist die App aber auch in der Creative Cloud Abo-Variante enthalten. Ob sich das Ganze aber lohnt, erfährst du in dem folgenden Review. Wenn du Photoshop auf dem iPad startest und dich einloggst, siehst du als erstes einen Startbildschirm, der sehr ähnlich zu der Desktop-Variante aufgebaut ist, wo du eine Datei öffnen oder eine neue Datei anlegen kannst. Und hier muss ich sagen, hatte ich direkt einen guten ersten Eindruck. Du siehst, hier im Standard ist das Layout sehr dunkel und das ist an sich auch gut, weil es augenschonend ist. Ich bin aber mittlerweile eher ein helles Layout gewohnt in Photoshop und dieses Schwarze hier würde mich total rausbringen aus meinem Workflow und daher hat es mich besonders gefreut, dass man über die App-Einstellungen rechts oben im Konto das Ganze umstellen kann. Und was auch toll ist, auch der Apple Pencil wird jetzt vollständig supported. Ganz wichtig ist hier aber, dass du im selben Fenster einmal einstellst, dass wirklich nur der Apple Pencil zum Zeichnen und nicht der Finger verwendet wird. Also Malen nur mit Eingabestift einstellen. Ansonsten kannst du schnell einmal Striche erzeugen, ohne das zu wollen, wenn du mit deiner Hand auf dem iPad dann aufliegst. Das ist relativ nervig, also super, dass es hier diese Option zum Ausstellen hat. Okay, das soweit zu den allgemeinen Einstellungen. Wichtig ist aber vor allem, wie geht jetzt das Zeichnen an sich? Zunächst habe ich dafür eine DIN A4 Leinwand angelegt. Das ist wie in der Desktop-Variante eigentlich selbsterklärend. Allerdings ist mir hier schon ein erster Negativpunkt aufgefallen, da hier keine CMYK-Einstellung möglich ist, also nur RGB, was etwas ernüchternd ist, da man hiermit quasi keine Projekte für den Druck anlegen kann, also keine Farbbilder bzw. maximal nur Schwarz-Weiß-Bilder für den Druck. Dafür gab es aber im Anschluss eine große Erleichterung. Denn die Drehung der Leinwand ist nun endlich durch eine intuitive Geste wie in Procreate mit 2-Finger-Rotation möglich. Und nicht nur das, es gibt auch viele andere Gesten mittlerweile, die ähnlich zu Procreate sind, was den Switch zu dieser App auch sehr erleichtert. Zum Beispiel kann man durch einen 2-Finger-Tab einen Schritt zurückgehen. Und auch das Layout innerhalb eines Projektes in iPad Photoshop hat für mich einen guten ersten Eindruck gemacht. Denn es ist auch hier ähnlich zur Desktop-Variante. Links findest du die Werkzeugleiste mit allen wichtigen Werkzeugen, ebenfalls wie aus der Desktop-Variante. Und rechts findest du wiederum verschiedene ausklappbare Panel mit weiteren Funktionen und vor allem Ebeneneinstellungen. Wobei ich diese teilweise etwas verwirrend finde. Zum Beispiel gibt es die Ebenen zweimal. Es hat die Ebenen nämlich einmal in einer Kompaktansicht und in einer Detailansicht. Das ist gesplittet. Und dazu hat es dann auch noch einmal extra die Ebeneneinstellungen als Icon für sich. Ja, also das ist ziemlich separiert. Ich finde, gerade die Ebeneneinstellungen hätte man durchaus in die Detailansicht integrieren können. Das ist da etwas noch unübersichtlich, das UI. Ansonsten ist aber vieles zum Glück selbsterklärend und leicht aus der Desktop-Variante übertragbar. Die größte Verwirrung habe ich im Programm mit dem Kreis links unten erlebt. Diesen kann man nämlich verschieben und er dient als ein weiteres Navigationstool.
um zum Beispiel zwischen Radierer und Pinsel schnell zu wechseln oder auch die Pipette durch Antippen des Kreises und nach oben ziehen auszuwählen. Was ich allerdings nicht sehr intuitiv finde, beziehungsweise die Handhabung war, wie du siehst, beim Zeichnen eher problematisch und hat nicht immer direkt funktioniert. Was ich wiederum gut fand, war, dass man eine gute Vorauswahl an Standardpinseln hat. Ja, mit verschiedenen Textureindrücken für verschiedene Anwendungsfälle ist hier eigentlich so ziemlich alles dabei. Zum Beispiel auch nicht nur für das Zeichnen, sondern auch für das Malen fand ich hier den Ölpinsel besonders gut. Und vor allem aber lassen sich jetzt endlich auch eigene Pinsel in die App laden. Das war nämlich am Anfang nicht möglich und für mich auch ein absolutes No-Go. Diese kannst du nämlich über das Plus unten im Pinselmenü aus der Desktop-Photoshop-Variante oder auch andere .abr-Brushes als Brushes reinladen. Das habe ich hier einmal direkt gemacht und das Tolle ist auch, die Pinsel verhalten sich genauso, wie ich sie in der Desktop-Variante eingestellt habe. Das ist nämlich nicht unbedingt immer der Fall. Gerade bei Procreate kommt es doch oft auch zu Änderungen zwischen den Apps. Ja, was ich in Photoshop eingestellt habe, wird nicht immer übertragen in anderen Apps, aber immerhin, es handelt sich ja um die gleiche Software. Da sollte es eigentlich selbstverständlich sein, aber trotzdem, es funktioniert, also gut so und so sollte es sein. So kannst du eben mit eigenen Pinseln dann in Photoshop auf dem iPad zeichnen. Und wenn du ebenfalls meine Pinsel nutzen möchtest, findest du diese in meinem kostenlosen Zeichner-Kit Online-Kurs, der dir ebenfalls hilft, alle wichtigen Voraussetzungen zum digitalen oder traditionellen Zeichnen lernen allgemein zu schaffen. Und nebenbei findest du darin auch ein komplettes Einsteiger-Tutorial zum Mitzeichnen zu Photoshop in dieser iPad- und der Desktop-Variante. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Aber jetzt erst einmal zurück zum Video. Nach diesen Basic-Checks habe ich dann aber nicht mehr lange gefackelt und einfach mit den Studien bzw. Gesture Drawings begonnen. Und ich muss sagen, ich war wirklich positiv überrascht. Es hat mir ein sehr, sehr schönes Zeichengefühl gegeben. Die Brushes haben wie erwartet reagiert. Der Zeichendruck wurde exakt übernommen und ich meine sogar fast noch besser als in Procreate. Es gab keinen Versatz von Stift zu Leinwand, keinen Lag beim Zeichnen, die Linien erscheinen sofort, wenn man sie zeichnet und auch eine Smoothing-Option ist in der App enthalten, sodass man noch sauberere Linien zeichnen kann. Und was auch ganz wichtig ist, meine Hand hat beim Zeichnen die Leinwand nicht verschoben und auch keine Linien gezeichnet. Das passiert manchmal in iPad-Apps, ja, wenn die Hand dann sozusagen registriert wird als Zeicheneingabegerät. Das war hier nicht der Fall. Also super, das hat mich wirklich positiv überrascht. Und auch ein Lasso-Auswahlwerkzeug sowie das Transformationswerkzeug sind hier in der iPad-Photoshop-Variante enthalten. Diese verwende ich nämlich sehr gern, um meine Skizzen besser auf der Leinwand anzuordnen, da ich oft ja eben nicht nur eine Pose skizziere. Und an sich haben diese Tools auch sehr gut funktioniert. Das einzige Manko, was mir aufgefallen ist, und ja, ich gebe zu, das ist ein bisschen Erbsenzählerei, aber sobald man es eben einmal anders erlebt hat, dann, ja, ich glaube, dann weißt du, wovon ich spreche, dass das nervig sein kann, nämlich, dass die Auswahl hier nach der Transformation erhalten bleibt. Man muss also immer noch einmal auf Auswahl aufheben klicken im Endeffekt, um dann wieder zeichnen zu können. Ja, also es klingt vielleicht banal, aber dieser eine zusätzliche Handgriff kann einen total rausbringen oder hat mich zumindest immer wieder aus dem Flow gebracht, bevor ich mich dran gewöhnt habe. Das löst Procreate zum Beispiel deutlich besser, denn da verschwindet die Auswahl nämlich direkt nach der Transformation und man kann eben sofort direkt weiterzeichnen. Aber natürlich ist es, wie gesagt, eine Gewöhnung. Wenn du gerade nicht direkt von Anfang an Procreate verwendet hast, also direkt neu auf dem iPad zeichnest, fällt dir das vielleicht sogar gar nicht auf. Ansonsten habe ich aber, was das Skizzieren allein betrifft,
nicht viel zu meckern. Ich bin absolut in den Flow gekommen nach einer ersten Gewöhnungszeit, was ich tatsächlich nicht erwartet hätte. Und bis auf die genannte Auswahlverzögerung konnte ich alles intuitiv tun wie erwartet. Also für reines Skizzieren hat mich Photoshop auf dem iPad tatsächlich überzeugt. Natürlich war das aber erst der Anfang. Und was wäre ein vollständiger Test ohne ein richtig fertig ausgearbeitetes Artwork? Daher habe ich anschließend noch meine Lieblingsskizze herausgesucht und in mehreren Ebenen zu einem fertigen Character Design ausgearbeitet. Das Zeichnen an sich war auch hier nach wie vor kein Problem. Es war angenehm und auch der Pinselwechsel hat super funktioniert. Aber Digital Art ist eben nicht nur reines monochromes Zeichnen und das Pinselwerkzeug verwenden. Und genau da haben sich dann schließlich auch die größeren Mankos gezeigt. Oft korrigiere ich meine Linien nämlich mit verschiedenen Tools in Photoshop oder Procreate nach und diese gibt es hier schlichtweg nicht. Zum Beispiel, was mir massiv gefehlt hat, war der Verflüssigen-Filter bzw. das Verflüssigen-Werkzeug. Das ist nämlich ein tolles Tool, um Linien zu verschieben und so nochmal Skizzen nachzukorrigieren. Es gibt zwar immerhin den Wischfinger als Werkzeug hier in der Photoshop iPad-Variante, aber dieser verschmiert eben mehr, selbst bei angepassten Einstellungen, als dass man damit Skizzen wirklich verschieben könnte. Oder auch das Transformationswerkzeug kommt ohne die Gittereinstellung, also die Warp-Funktion, daher, und das ist in der Regel eben auch sehr nützlich, um spezifische Bereiche im Detail zu transformieren. Ärgerlich, aber könnte man auch noch drüber hinwegsehen. Dann beim farbigen Ausarbeiten jedoch gab es einen etwas nervigeren Wechsel zwischen Pipette und Pinsel. Ja, dieser Kreis, wie zuvor bereits gesagt, ist ziemlich glitchy und ich fand ihn nicht wirklich zu gebrauchen als Navigationswerkzeug, weshalb ich dann oft eher die Icons genutzt habe, was dann aber eben auch wieder etwas unintuitiv war mit den Hin- und Herwechseln. Also da finde ich die Tastatur-Shortcuts in der Desktop-Variante deutlich besser. Gut hingegen fand ich dann wiederum, dass man hier in der iPad-Photoshop-Variante auch Ebenenmodi wie bisher nutzen kann. Also zum Beispiel Color Dodge für einen schönen Glow. Aber am Ende, ja, war nicht wirklich eine Farbkorrektur präzise möglich wie in der Desktop-Photoshop-Variante. Und oft möchte man das ja nochmal am Ende machen, um Farben zu verfeinern, um eine Farbbalance herzustellen. Oft ist das ja noch nicht ganz korrekt und da will man die Werte nochmal leicht ändern. Aber die Option gibt es schlichtweg noch nicht. Ja, es gibt nur eine Auto-Farbkorrektur, die aber an der Stelle nicht viel bringt, wenn man die Farben eben spezifisch anpassen möchte. Also das ist wirklich noch sehr mager. Da hat selbst Procreate, obwohl es nicht auf Bildbearbeitung ausgelegt ist, sondern rein auf Malen, deutlich mehr Optionen für die Bildbearbeitung. Und das eben im Gegensatz zu iPad Photoshop, was ja das Programm für die Bildbearbeitung sein soll. Und das bringt mich auch schon zum Ende dieses Tests und zu meinem abschließenden Fazit. Photoshop für das iPad hat insgesamt einen eher durchwachsenen Eindruck bei mir hinterlassen. Für einfaches Skizzieren und Zeichnen hat mich die App tatsächlich positiv überrascht. Sie überzeugt mit einem natürlichen Zeichengefühl mit dem Apple Pencil, diversen nützlichen Einstellungsoptionen und verschiedenen schönen Pinseln, sowie vor allem der Möglichkeit, eigene Pinsel zu integrieren und diese funktionieren auch wirklich wie in der Desktop-Photoshop-Variante eingestellt. Wer also möglichst schnell und optimal unterwegs skizzieren möchte und diese Skizzen dann in der Desktop-Variante weiter ausarbeiten möchte, könnte bei dieser App richtig liegen. Da die nützliche Adobe Cloud-Funktion auch enthalten ist, sprich man erhält automatisch Backups und kann dann direkt in der Desktop-Variante auf erstellte Werke zugreifen. Also wirklich super für einen effektiven und flüssigen Workflow.
Aber, jetzt kommt das große Aber, sobald du über einfaches Skizzieren und Zeichnen hinausgehen möchtest, sind die Bearbeitungsmöglichkeiten meiner Meinung nach zumindest aktuell noch eher mager. Für diese Line-Art-Zeichnung mit etwas Cell-Shading, Farbauftrag hat es gereicht, ja. Zu der du übrigens das vollständige Timelapse im TV-Archiv meiner S-Art School findest. Den Link dazu findest du auch hier in der Videobeschreibung. Und schreib mir auch gern einmal in die Kommentare, wie ich unseren kleinen Photoshop Skaterboy einmal nennen soll. Doch zurück zum Thema. Aber richtig aufwendige Gemälde oder gar Bildbearbeitung wollte ich eben nicht unbedingt hier mit Photoshop auf dem iPad machen. An Procreate zum Zeichnen kommt es einerseits nicht heran, da Procreate mehr Funktionen bietet und an vielen Stellen auch intuitiver ist, und auch an einige Bildbearbeitungsprogramme kommt es wiederum nicht heran, ja, auch an kostenlose. Und das finde ich etwas skurril, da es schlussendlich, ja, Photoshop iPad ja eine App ist, die auf Fotografen bzw. Bildbearbeiter ausgelegt ist. Ja, also eher auf Bildbearbeitung anstatt auf Zeichner. Aber aktuell, finde ich, eignet sich die App eher für Zeichner. Denn zumindest aktuell stehen eben wirklich nur wenig Optionen zur Bearbeitung zur Verfügung. Eigentlich kann man mit Photoshop für das iPad nur minimale Retuschen durchführen. Und dazu ist das Ganze aber auch nur im Abo erhältlich. Also ich würde sagen, dass zumindest aktuell das Abo wirklich nur Sinn macht, dass du dir die App nur holen solltest, wenn du bereits mit Photoshop bzw. einem anderen Programm aus der Adobe Cloud Suite arbeitest. Ja, wenn du das schon nutzt und wenn du nicht schon ein anderes Programm auf dem iPad nutzt, dann könnte Photoshop noch Sinn machen. An anderer Stelle dann jedoch nicht. An die Bildbearbeitungsfunktion der Desktop-Variante von Photoshop kommt iPad Photoshop aber auf jeden Fall überhaupt nicht dran. Da weiß ich gar nicht, was sich die Marketingabteilung da gedacht hat. Ja, also das ist noch komplett unausgereift. Viele wichtige Optionen wie Verflüssigen, andere Filter, Camera Raw, Einstellungsebenen und Co., die Photoshop ja auszeichnen, die sind einfach nicht enthalten. Vielleicht kommen sie dann mit zukünftigen Updates. Ich hoffe, das wird noch behoben, ja, da die Einstellungen zumindest teilweise bereits in den Menüs erwähnt werden. Und dann könnte sich das Blatt auch wenden. Und ich denke auch erst dann, ja, wenn diese Dinge dann integriert sind, würde es wirklich ein Gamechanger sein, beziehungsweise könnte es wirklich ein Gamechanger werden, iPad auf oder Photoshop auf dem iPad. Aber aktuell, ja, wird es den Erwartungen noch nicht wirklich gerecht. Sollte sich das ändern, wie gesagt, dann könnte die App sehr interessant für jegliche Art von Zeichnern, Designern, Artists werden. Aber jetzt fehlen einfach, wie gesagt, noch einige Optionen. Okay, und ansonsten war es das aber auch schon mit diesem Review-Video. Bitte like es, wenn es dir gefallen hat, und abonniere diesen Kanal, um dann auch zukünftige Reviews und Tutorials für Künstler nicht zu verpassen. Und schreib mir auch gerne in die Kommentare, zu welcher App ich als nächstes für das iPad oder Desktop einen Review erstellen soll. Ansonsten gilt jetzt aber wie immer, bleib kreativ und bis bald!